ist eine Frau, die unglücklich ist. Eine geringfügige Irritation weckt in ihr das Streben nach Freiheit. Wo will sie hin? Die Geschichte von Semele ist die Geschichte einer Frau, die ein großes Unbehagen verspürt an dem, was sie umgibt. Und es ist der Versuch, eine Welt, die streng reglementiert ist in ihren Ritualen, in ihren Vorstellungen, zu verlassen. Und offensichtlich kann man diese Welt nicht durch sich so ein bisschen wehren, zurechtrücken, sondern es geht nur mit einem Paukenschlag. Man kann sich nur rausbomben. Es ist ein gemeinsames Forschen an einem Ort, an dem man nichts ahnt von der Bedeutung, die das dann eventuell mal hat. Und es ist natürlich ein Geschenk, wenn ich sagen kann, wir probieren mal, wie kann ich, indem ich eine andere Musik drunter lege, dieselbe Szene zum Gegenteil formen. Dieses Spiel, dass das, was Wirklichkeit oder was das Einzige zu sein scheint, plötzlich das Gegenteil sein kann. Und genau das kann man mit solchen Sängern gestalten. Wir haben uns im Alltäglichen eingerichtet. Was aber, wenn ein Mensch die Monotonie von Ort und Zeit nicht mehr erträgt? It's about something in human nature, about our longing for something different all the time, and the dissatisfaction we have of a lot of the time when we're in the moment, we're actually thinking of another moment. We're thinking of maybe I should be somewhere else. And I think that human trait is a really destructive thing. Von Zeit zu Zeit entsteht in uns womöglich der absolute Drang nach Veränderung. Doch wo finden wir das bessere Leben? Wir sehen erst das kantige, weiße, eckige, monströs kalte Gebilde, was irgendwie auch ein relativ austauschbarer Ort könnte in jedem Hotel der Veranstaltungsraum sein. Und durch das Zerstören von Semele, die da eine Wand einreißt, hat es großen Spaß gemacht, sich vorzustellen, was ist eigentlich dieses dahinter, was ist das Schwarz, was ist das, wenn unsere ganze Welt wie hier diese Wände nur Pappwände sind und wenn nicht vielleicht sogar meine Umwelt, die ich für so real halte, eigentlich auch nur so perfekt gestaltete Oberflächen sind. Was ist dieses dahinter? Und ist dieses dahinter dann was Monströses, Schwarzes, organisch geformtes? Das ist also das perfekte für mich Albtraummaterial. Das ist sowas, was einen so ankriecht, fasziniert und plötzlich nimmt es einen weg. Und so ist diese Welt eigentlich. Eine dunkle Kraft steckt in unserer Sehnsucht nach dem anderen. Semele's need to find another world actually brings us into a physically different space. Jupiter is often portrayed as an eagle, so there's this slightly strange thing of the idea of the bird who picks Semele up and he takes her into his mythological world, into the world of the gods. And we start to think about how to do that. So in the second act, you'll see in the production that we have a kind of invasion into the space of feathers, really. And the room also, I hope, will look like not just it's been attacked by Semele, but also almost like a bird has been on the outside pecking holes into the room from the outside. So it's in two ways. Jupiter's trying to get to her, and she's trying to get to Jupiter. And then because of that, there's been this sort of like vomit of Jupiter's world into this other world. Birgt das Streben nach Glück am Ende auch das Risiko der Zerstörung? What's interesting about this story for our time, it's about this pursuit, constant pursuit of more, wanting more, going outside of your world, trying to find more.
It's like as if somebody wants to experience another world through drugs or something. They keep pushing until you can't go any further. It's impossible as human beings to go beyond. There's only a certain amount you can do before the kind of structure of life disappears. Wahrscheinlich lässt sich die wahre Liebe nicht in unserer Welt finden. Doch wir wissen auch nicht, was uns auf der anderen Seite der Mauern erwartet. Sie leidet an dem Funktionieren. Sie hat dieses archaische Wissen in sich, dass Leben im ursprünglichen Sinne und Liebe Chaos bedeutet. Und davon sieht sie nichts. Und das irritiert sie und sie fängt an, ihre Umwelt anders zu betrachten. Und aus dieser Beobachtung merkt sie, okay, es ist eigentlich alles falsch, verlogen, nicht korrekt, es ist nicht ehrlich.